Lektion 1. Erste Bewertungen. Lesen Sie zunächst die Bewertungen früherer Gäste. Dadurch erhalten Sie einen Eindruck von der Qualität des Ortes. Ja, Bewertungen können die Vor- und Nachteile hervorheben. Normalerweise suche ich nach Kommentaren zu Sauberkeit und Service. Das sind wichtige Faktoren bei der Auswahl einer Unterkunft. Ich stimme zu. Es hilft, realistische Erwartungen zu haben. Genau. Außerdem kann es Ihnen helfen, unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Ich werde das auf jeden Fall bei meiner nächsten Reise im Hinterkopf behalten. Viel Erfolg bei Ihrer Planung. Lektion 2. Visumantrag. Benötigen Sie weitere Hilfe? Viel Glück bei Ihrem Visumsantrag. Dankeschön. Ich schätze Ihre Unterstützung. Ich hoffe, dass bei dir alles reibungslos verläuft. Ich bin hoffnungsvoll. Es ist allerdings etwas stressig. Ich kann es mir vorstellen. Gehen Sie einfach Schritt für Schritt vor. Das ist der Plan. Ich werde organisiert bleiben. Das ist ein kluger Ansatz. Du wirst es schaffen. Danke. Ich werde Sie über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten. Lektion 3. Markenentscheidungen. Ja, ich habe eine andere Marke gekauft. Hoffentlich ist es genauso gut wie das vorherige. Ich habe Gutes darüber gehört und bin daher optimistisch. Das ist beruhigend. Neue Dinge auszuprobieren kann aufregend sein. Absolut. Es geht darum herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Ja, ich liebe es, neue Produkte zu entdecken. Ebenfalls. Es hält die Dinge frisch und interessant. Das muss ich mir auch mal anschauen. Lassen Sie mich wissen, was Sie denken, wenn Sie das tun. Lektion 4. Widerstandsfähigkeit des Schriftstellers. Ein Romanautor, der einem Terroranschlag ausgesetzt ist ein spannendes Thema. Verzweiflung wert, murmelt noch einmal, kein Klugnickel. Aber ich weigere mich, meine Träume vom Schreiben aufzugeben. Das ist der Geist. Belastbarkeit ist der Schlüssel für jeden Schriftsteller. Ja, jede Herausforderung ist eine Chance zu wachsen. Ich bewundere diese Einstellung. Es inspiriert andere. Dankeschön. Wir alle haben unsere Probleme, aber wir müssen durchstehen. Absolut. Es lohnt sich, für den kreativen Ausdruck zu kämpfen. Unterstützen wir uns weiterhin gegenseitig auf unseren Reisen. Lektion 5. Eiserpläne. Klingt entspannend. Wie werden Sie dorthin reisen? Ich nehme einen Zug, es ist bequemer. Das hört sich großartig an. Bevorzugen Sie Züge statt Flugzeuge? Ja, ich genieße die Landschaft aus dem Zugfenster. Ich stimme zu. Haben Sie eine Lieblingsroute? Die Küstenroute ist wunderschön, besonders bei Sonnenuntergang. Das kann ich mir vorstellen. Sind Sie schon einmal mit der Bahn gereist? Darauf, es ist immer ein Abenteuer. Das macht auch bei mir Lust, mit der Bahn zu reisen. Lektion 6. Frühstückoptionen. Ist das Frühstück im Hotel inbegriffene?
Ja, es fällt ein geringer Aufpreis an. Das ist gut zu wissen. Wozu dienen sie? Sie haben eine Vielzahl von Optionen wie Eier und Gebäck. Klingt köstlich. Probieren Sie gerne verschiedene Frühstücke aus. Besuch. Ich liebe es, den Tag mit etwas Neuem zu beginnen. Ich auch. Was ist dein liebstes Frühstücksgericht? Ich mag Pfannkuchen mit Sirup sehr. Das klingt perfekt für einen Morgengenuss. Lektion 7. Tipps für öffentliche Verkehrsmittel. Sollen wir mit dem Bus in die Stadt fahren? Ja, denken Sie daran, beim Ein- und Aussteigen auf Ihre Karte zu tippen, um den Fahrpreis zu bezahlen. Guter Tipp. Ist der Bus Erwicke zuverlässig? Normalerweise ja. Es ist eine bequeme Art zu reisen. Wie oft fahren die Busse? Zu den Hauptverkehrszeiten kommen sie alle 15 Minuten. Das kommt ziemlich häufig vor. Gibt es noch andere Transportmöglichkeiten? Ja, es gibt auch eine U-Bahn in der Nähe. Großartig. Ich werde die Routen überprüfen, bevor wir losfahren. Lektion 8. Entscheidungsdilemma. Es ist immer schwer, sich zu entscheiden. Haben Sie nach Meinungen gefragt? Ja, ich habe ein paar Freunde gefragt. Sie hatten alle unterschiedliche Ideen. Das kann es noch schwieriger machen oder zu viele Möglichkeiten. Ja, ich möchte einfach die beste Entscheidung treffen. Hast du es überhaupt eingegrenzt? Ein bisschen, aber ich fühle mich immer noch unsicher. Vielleicht solltest du die Vor- und Nachteile aufschreiben. Das ist eine tolle Idee. Es könnte mir helfen, den Kopf frei zu bekommen. Sicher, manchmal ist es einfacher, es auf Papier zu sehen. Lektion 9. Probleme mit dem Ausschieben. Hallo, haben Sie Angst vor Aufschub? Ja, es ist ein großes Problem für mich. Ich schiebe immer wieder Dinge auf. Ich verstehe. Es kann so verlockend sein, Aufgaben aufzuschieben. Hilf. Ich finde immer Ablenkungen. Haben Sie versucht, sich kleine Ziele zu setzen? Nicht wirklich, aber das klingt hilfreich. Es hilft, Aufgaben in kleinere Teile zu unterteilen. Das macht Sinn. Ich werde diese Methode ausprobieren. Großartig. Möglicherweise fühlen Sie sich auch erfolgreicher. Lektion 10. Grundlagen des Spieleabends. Absolut. Was macht Ihren Spieleabend neben den Spielen besonders? Ich denke, die Snacks und Getränke sorgen wirklich für Stimmung. Ja, leckere Snacks können alles besser machen. Und das Unternehmen. Gute Freunde machen es unvergesslich. Ich stimme zu. Es geht darum, gemeinsam Spaß zu haben. Haben Sie an diesen Abenden ein Lieblingsspiel? Ich liebe es, Strategiespiele zu spielen. Sie regen jeden zum Nachdenken an. Das klingt spannend. Ich bevorzuge Partyspiele. Partyspiele sind großartig für Lacher und lustige Momente. Lektion 11. Diätdilemma.
Sollte ich einen bestimmten Diätplan in Betracht ziehen oder bestimmte Lebensmittel einschränken? Es hängt wirklich von Ihren Zielen und Ihrem Lebensstil ab. Das macht Sinn. Ich möchte mich gesünder ernähren. Vielleicht könnte es hilfreich sein, mit kleinen Änderungen anzufangen. Wie was? Sie könnten versuchen, mehr Obst und Gemüse hinzuzufügen. Die Idee gefällt mir. Es klingt überschaubar. Ja, und es kann auch Ihre Mahlzeiten bunter machen. Bunte Mahlzeiten sind immer attraktiver. Lektion 12: Wertvolle Anleitung. Das kann sehr helfen. Ich stimme zu. Sie können nützliche Hinweise geben. Haben Sie schon einmal mit einem Coach zusammengearbeitet? Ja, ich hatte einmal einen Mentor und es war großartig. Mentoren können Ihre Perspektive wirklich verändern. Das tun sie. Ich habe so viel aus meiner Erfahrung gelernt. Was war die wertvollste Lektion, die Sie gelernt haben? An mich selbst zu glauben, egal welche Herausforderungen es gibt. Das ist eine kraftvolle Lektion. Es kann lebensverändernd sein. Lektion 13: Beteiligungsmacht. Aus dieser zweiten Agentur heraus entstand diese Beteiligung. Die Teilnahme wurde in der Community berühmt. Ja, es hat die Menschen wirklich zusammengebracht. Mir gefällt, wie es die Zusammenarbeit fördert. Durch Zusammenarbeit können erstaunliche Ideen entstehen. Ja, die Zusammenarbeit macht uns stärker. Haben Sie mit ihnen an Veranstaltungen teilgenommen? Ja, ich habe ein paar Workshops besucht. Sie waren großartig. Ich sollte versuchen, beim nächsten Mal mehr mitzumachen. Lektion 14: Vorwärtsgehen. Fehler passieren, lernen und vorankommen. Allerdings habe ich Angst davor, im Leben zu scheitern. Das ist ganz natürlich, sich so zu fühlen. Jeder erlebt Misserfolge. Stimmt, aber es kann schwer sein, es zu akzeptieren. Ich verstehe. Es ist alles Teil des Wachstums. Wie gehen Sie mit der Angst vor dem Scheitern um? Ich erinnere mich daran, dass jeder Fehler eine Lektion ist. Das ist eine tolle Perspektive. Das muss ich annehmen. Ja, konzentrieren Sie sich auf die Reise, nicht nur auf das Ziel. Lektion 15: Kunstpräferenzen. Mal der Reihe. Was ist mit dir? Oh, das klingt faszinierend. Ich bevorzuge digitale Kunst. Digitale Kunst ist so vielseitig. Was erschaffen Sie gerne? Ich liebe es, Charaktere und Landschaften zu entwerfen. Das ist cool. Benutzen Sie eine bestimmte Software. Ja, ich verwende hauptsächlich Procreate und Photoshop. Das sind beliebte Optionen. Sie bieten großartige Werkzeuge. Südhof. Es hilft, meine Ideen zum Leben zu erwecken. Ich würde gerne eines Tages einige Ihrer Arbeiten sehen. Lektion 16: Historische Kämpfe. Diese Kräfte haben unsere Nation in der Vergangenheit fast zerstört. Sie plagen uns immer noch. Es ist ein ständiger Kampf.
Ja, die Geschichte hat uns viele Lektionen gelehrt. Wir müssen aus diesen Fehlern lernen, um voranzukommen. Genau, das Verständnis der Vergangenheit ist entscheidend für Wachstum. Wie können wir Ihrer Meinung nach unsere Zukunft verbessern? Indem wir Einheit und Verständnis unter den Menschen fördern. Ich stimme voll und ganz zu. Der Dialog ist unerlässlich. Gemeinsam können wir eine bessere Zukunft schaffen. Lektion 17. Kulturschock. Steve erlebte eine andere Erfahrung, als er es zunächst gewohnt war. Steve litt unter einem Kulturschock. Sein ganzes Leben schien anders zu sein. Das kann hart sein. Die Anpassung an eine neue Umgebung braucht Zeit. Das tut es wirklich. Was hat ihm Ihrer Meinung nach geholfen? Ich denke, dass es einen großen Unterschied gemacht hat, neue Freunde zu finden. Ja, die Unterstützung anderer kann den Übergang erleichtern. Es ist auch wichtig, etwas über die neue Kultur zu lernen. Ich glaube, es hilft, Verständnis und Akzeptanz aufzubauen. Hoffentlich fühlt er sich jetzt wohler. Lektion 18. Dose Talk. Hast du die ganz gehobt gehörte? Ja, es klingt ziemlich laut. Glaubst du, es gefällt uns? Das glaube ich nicht. Es scheint ein bisschen wütend zu sein. Vielleicht will es Futter oder fühlt sich bedroht. Das ist wahrscheinlich wahr. Gänse können schützend sein. Ich habe gehört, dass sie Menschen vertreiben können, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Territorium gefährdet ist. Rechts. Ich denke, ich werde Abstand halten. Gute Idee. Lassen Sie uns den Park von einem sicheren Ort aus genießen. Ja, lass uns eine schöne Bank finden, fernab vom Hupen. Lektion 19. Gartenwunder. Haben Sie den Gemüsegarten im Hinterhof gesehen? Ja, es sieht fantastisch aus. Welches Gemüse bauen Sie an? Es gibt Tomaten, Paprika und sogar einige Karotten. Das hört sich köstlich an. Magst du Gartenarbeit? Ich tue. Es ist befriedigend zu sehen, wie Pflanzen aus Samen wachsen. Ich stimme zu. Außerdem schmeckt frisches Gemüse viel besser. Absolut. Und es gibt auch Blumen und einen Baum. Es ist wie ein Mini-Paradies. Wir sollten gemeinsam etwas pflanzen. Das würde Spaß machen. Lass es uns planen. Lektion 20. Sportbedingungen. Haben Sie von den Bedingungen der Spieler in dieser Liga gehört? Ja, es ist überraschend, dass sie akzeptieren mussten. Sie hatten keine anderen Läden zur Verfügung, oder? Ja, das muss für sie frustrierend gewesen sein. Man wundert sich über ihre Möglichkeit. Die Spieler verdienen bessere Wettbewerbsmöglichkeiten. Ja, und es wirkt sich auch auf ihre Karriere aus. Ich hoffe, dass bald weitere Ligen eröffnet werden. Das würde auf jeden Fall allen Beteiligten helfen. Lektion 21. Wetterbeobachtung. Haben Sie heute das Wetter überprüft? Mach nicht. Wie ist es draußen? Es ist jetzt sonnig, aber es wird später mit Regen gerechnet. Das ist typisch.
Das Wetter kann sich so schnell ändern. Sie können den Wettermann im Fernsehen ansehen, um Updates zu erhalten. Es ist immer gut, informiert zu bleiben. Ich überprüfe auch gerne mein Telefon auf schnelle Updates. Gute Idee. Ich sollte damit öfter anfangen. Es hilft bei der Planung von Aktivitäten für den Tag. Lektion 22. Erdbewegung. Wussten Sie, dass sich die Erde um die Sonne dreht? Ja, das ist faszinierend. Wie lange dauert es? Für eine vollständige Umdrehung dauert es etwa 365 Tage. Das ist ein ganzes Jahr. Was ist mit seiner Rotation? Die Erde dreht sich alle 24 Stunden um ihre Achse. Deshalb haben wir Tag und Nacht. Genau, dadurch geht die Sonne auf und unter. Wissenschaft ist so interessant, nicht wahr? Absolut. Es erklärt so viel über unsere Welt. Lektion 23. Schönheit der Malediven. Haben Sie schon einmal von den Malediven gehört? Ja, ich habe gehört, dass ihre Strände atemberaubend sind. Das sind sie wirklich. Das Wasser ist so klar. Ich würde gerne eines Tages vorbeikommen. Es ist ein perfekter Rückzugsort zum Entspannen. Wissen Sie, ob es teuer ist, dorthin zu reisen? Je nach Saison und Route kann dies der Fall sein. Ich werde dafür sparen. Es klingt lohnenswert. Definitiv, es wird eine unvergessliche Reise sein. Lektion 24. Tourpreise. Ich bin gespannt auf die Tourpreise in dieser Gegend. Ja, wie hoch ist die Preispanne für die Touren? Die Preise variieren je nach Art der Tour. Das macht Sinn. Einige Touren beinhalten Mahlzeiten oder Ja, und andere bieten möglicherweise spezielle Aktivitäten an. ich würde eine Tour bevorzugen, die lokale Erlebnisse beinhaltet. Ich auch. Es macht die Reise angenehmer. Schauen wir uns bei die Buchung an. Gute Idee? Wir können unser Abenteuer gemeinsam planen. Lektion 25. Mozarts Reise. Wussten Sie, dass Mozart Musiker des Kaisers von Österreich war? Seth, er hatte eine so bemerkenswerte Karriere. In diesen Jahren komponierte er viele berühmte Stücke. Es ist beeindruckend, wie viel er in jungen Jahren erreicht hat. Sein Talent war wirklich außergewöhnlich. Ich liebe es, seine Musik zu hören. Es ist zeitlos. Absolut. Es inspiriert noch heute Musiker. Irgendwann sollten wir mal ein klassisches Konzert besuchen. Das klingt wunderbar. Lektion 26. Wolkenfantasie. Haben Sie jemals Wolken angeschaut und sich Dinge vorbestellt? Die ganze Zeit. Es ist wie ein Spiel der Kreativität. Ich habe einmal eine Wolke gesehen, die wie ein Streitwagen aussah. Das ist erstaunlich. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie es fahren könnten? Ja, das war so ein lustiger Gedanke. Fantasie macht alles magischer.
Definitiv, es ist, als würde man Kunst am Himmel sehen. Das sollten wir öfter machen. Vereinbart. Wolkenbeobachtung ist so entspannend. Lektion 27. Bunte Entscheidungen. Hast du die neuen Schuhe gesehen? Ja, es gibt sie in verschiedenen Farben. Sie sehen toll aus. Welche Farbe gefällt dir am besten? Ich tendiere zu den blauen. Die blauen sind schön. Das Rot gefällt mir auch. Rot ist mutig. Es würde auffallen. Genau, es geht um den persönlichen Stil. Großartig. Wählen wir eines aus, das uns beiden gefällt. Klingt perfekt. Lass uns bald einkaufen gehen. Lektion 28. Bushaltestellen. Das klingt nach einer guten Idee. Wissen Sie, wie Sie die Bushaltestellen finden? Ja, normalerweise überprüfe ich eine App auf meinem Telefon. Es zeigt Bushaltestellen in der Nähe an. Welche App nutzt du dafür? Ich verwende Citymapper. Es ist sehr hilfreich für den öffentlichen Verkehr. Das klingt interessant. Ist es in allen Städten verfügbar? Die meisten Großstädte haben es. Es ist ziemlich beliebt. Großartig. Glauben Sie, dass Busankünfte in Echtzeit angezeigt werden? Ja, das tut es. Sie können sehen, wann der Bus ankommt. Das ist sehr praktisch. Ich sollte das herunterladen. Lektion 29. Die Giganten veröffentlichen. Haben Sie schon von den Verlagsriesen gehört? Ja, wie Josef Pulitzer und William Randolph Hearst. Sie haben die Welt des Journalismus verändert, oder? Beruf. Sie machten sensationelle Nachrichten populär. Was halten Sie von Sensationslust in Nachrichten? Es kann unterhaltsam sein, aber es fehlt ihm oft an Tiefe. Das stimmt. Wir Leute wollen Fakten, nicht nur Drama. Wichtig, aber manchmal verkauft sich Drama besser. Für Journalisten ist es eine schwierige Balance. Lektion 30. Großartige Schriftsteller. Wer ist Ihr Lieblingsautor? Ich bewundere William Shakespeare. Seine Stücke sind zeitlos. Es gab viele großartige Schriftsteller, aber Shakespeare sticht heraus. Definitiv. Seine Sprache ist so reich und poetisch. Was ist Ihr Lieblingsstück von Shakespeare? Ich liebe Romeo und Julia. Die Geschichte ist so tragisch. Ich bevorzuge Hamlet. Es ist so komplex und tiefgründig. Ver- Shakespeare verstand wirklich die menschlichen Gefühle. Sein Einfluss auf die Literatur ist unglaublich. Lektion 31. Vorteile aushandeln. Das ist großartig. Gab es weitere Vorteile, die Sie ausgehandelt haben? Ja, ich habe um zusätzliche Urlaubstage gebeten. Das ist klug. Mehr Auszeit ist immer gut. Das dachte ich mir auch. Es hilft bei der Work-Life-Balance. Waren Sie damit einverstanden? Ja, sie gingen recht flexibel auf meine Anfrage ein.
Das ist eine Win-Win-Situation. Das ist es auf jeden Fall. Ich fühle mich jetzt in meinem Job wertgeschätzt. Zufriedene Mitarbeiter sorgen für einen besseren Arbeitsplatz. Lektion 32: Sonnenlichtbedarf. Gut zu wissen. Und was ist mit Sonnenlicht? Wie viel brauchen Sie? Pflanzen benötigen im Allgemeinen mindestens 6 Stunden Sonnenlicht pro Tag. Das klingt nach viel. Was ist, wenn Sie zu viel bekommen? Zu viel Sonnenlicht kann ihre Blätter verbrennen. Es geht also doch nur um das Gleichgewicht, oder? Da, genau. Jede Pflanze hat ihre eigenen Bedürfnisse. Wie findet man heraus, was für jede Pflanze am besten ist? Ich schaue online nach oder lese Gartenbücher. Das ist eine tolle Idee. Ich sollte mehr darüber erfahren. Lektion 33: Sehr Frutschak. Probieren Sie unbedingt die frisch gefangenen Meeresfrüchte in einer der örtlichen Fischhütten. Das hört sich köstlich an. Was ist Ihre Spezialität? Sie haben fantastische Fischtacos und Muschelsuppe. Irre. Ich liebe es, lokale Gerichte zu probieren. Die Frische schmeckt man bei jedem Bissen. Ist das teuer? Nicht wirklich. Für die Qualität ist es recht erschwinglich. Perfekt. Ich werde auf jeden Fall eines besuchen. Sie werden es nicht bereuen. Lektion 34: Gewinnteilung. Definitiv. Wir sollten auch festlegen, wie die Gewinne aufgeteilt werden. Richtig, es ist wichtig, von Anfang an klar zu sein. Sollten wir eine schriftliche Vereinbarung treffen? Ja, das würde helfen, spätere Missverständnisse zu vermeiden. Wie sollen wir die Gewinne aufteilen? Vielleicht basierend auf dem Beitrag jedes Einzelnen. Das klingt fair. Transparenz ist der Schlüssel. Vereinbart. Es wird dazu beitragen, eine gute Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Lassen Sie uns bald unsere Vereinbarung entwerfen. Lektion 35: Amateurregeln. Wussten Sie, dass einige Athleten Geld erhielten und disqualifiziert wurden? Ja, darüber habe ich gelesen. Die Amateurregeln können streng sein. Es ist interessant, wie sich Regeln auf Sportkarrieren auswirken. Definitiv. Viele Sportler stehen vor schwierigen Entscheidungen. Sollte es nicht mehr Flexibilität bei den Regeln geben? Vielleicht, aber es ist kompliziert zu verwalten. Wahr. Die Balance zwischen Fairness und Wettbewerb ist eine Herausforderung. Ja, es ist eine Debatte, die im Sport weitergeht. Ich hoffe auf bessere Lösungen in der Zukunft. Lektion 36: Eine historische Geschichte. Haben Sie schon von Pocahontas gehört? Sie war erst 12, als sie versuchte, ein Leben zu retten. Ja, es ist eine faszinierende Geschichte. Während eines Konflikts bettelte sie um das Leben ihres Vaters. Ihr Mut war bemerkenswert, aber leider änderte das nichts am Ergebnis. Es ist herzerreißend. Stellen Sie sich vor, Sie wären so jung und stünden vor solchen Herausforderungen. Ich weiß, es zeigt, wie kompliziert Geschichte sein kann. Puh,
Die Geschichte ist voller Geschichten über Mut und Tragödien. Glauben Sie, dass Ihre Geschichte heute noch relevant ist? Ja, es lehrt uns etwas über Empathie und Verständnis zwischen den Kulturen. Sehr wahr. Es ist eine kraftvolle Lektion für uns alle. Lektion 37. Hobbys sind wichtig. Ich habe bestimmte Zeiten in meinem Kalender für Hobbys blockiert. Das hört sich großartig an. Welche Hobbys machen dir Spaß? Ich liebe Malen und Wandern. Sie helfen mir, mich zu entspannen. Ich lese und backe gerne. Sie bereiten mir Freude. Es ist wichtig, sich Zeit für das zu nehmen, was wir lieben, nicht wahr? Definitiv. Es hilft, Stress abzubauen und macht uns glücklich. Welches Buch lesen Sie beim Entspannen am liebsten? Ich mag Krimis wirklich gern. Sie halten mich auf Trab. Das ist aufregend. Beim nächsten Mal versuche ich es vielleicht mit einem Rätsel. Lektion 38. Reisetrends. Ist Ihnen aufgefallen, wie beliebt das Reisen an der Pazifikküste geworden ist? Tja, jedes Jahr strömen Touristen nach Kalifornien. Es ist erstaunlich. Was zieht Sie Ihrer Meinung nach am meisten an? Ich glaube, es sind die wunderschönen Landschaften und Strände. Und die Kultur. Kalifornien hat so viel zu bieten. Hüttelof. Außerdem ist auch die Food-Szene unglaublich. Was ist Ihr kalifornisches Lieblingsgericht? Ich liebe Fisch-Tacos. Sie sind frisch und lecker. Klingt verlockend. Ich muss sie das nächste Mal ausprobieren. Lektion 39. Aufgabenverwaltung. Am Ende bin ich mit meinen Projekten immer überfordert. Ich verstehe. Es hilft, größere Aufgaben in kleinere aufzuteilen. Ja, dadurch fühle ich mich weniger gestresst und bin konzentrierter. Ja, nebenbei können Sie kleine Siege feiern. Rechts. Es macht den gesamten Prozess angenehmer. Außerdem ist es hilfreich, für jede Aufgabe spezifische Fristen festzulegen. Wahr. Dadurch bleibe ich verantwortlich und auf dem Laufen. Benutzen Sie Hilfsmittel, die Ihnen dabei helfen. Ich verwende einen Planer und einige Apps auf meinem Telefon. Lektion 40. Tätowierungen und Meinungen. Meine Mutter sagte Nein zu meiner Tattoo-Idee. Diffe, was wolltest du bekommen? Ich dachte, ein Tattoo auf meinem Arm wäre schön. Das klingt interessant. An welches Design haben Sie gedacht? Vielleicht etwas Sinnvolles, wie ein Zitat oder ein Symbol. Ich liebe diese Idee. Es macht es persönlich. Genau. Ich möchte, dass es etwas Besonderes darstellt. Haben Sie darüber nachgedacht, welche Auswirkungen dies auf Ihre Karriere haben könnte? Ja, das ist ein Grund zur Sorge, aber letztendlich ist es meine Entscheidung.